ersten Eindrücken begrüße ich euch recht herzlich hier in Korbach. Hier befand sich die Captain Class Kaserne von 1967 bis 1991. Und hier war ein Teil des Stabes des belgischen Flugabwehrbataillons Hawk 62A untergebracht. Das ist jetzt hier ein absoluter Spontanbesuch, keinsterweise vorbereitet. Das ist kein Riesengelände, aber wir schauen uns jetzt mal eben um, ob wir hier entsprechende Eindrücke filmen können. Das hier draußen ist irgendein vorgelagertes Gebäude, das wohl nicht sonderlich gesichert werden musste, da wir da eben keinen Zaun drumherum haben. Fahren wir hier mal, gucken wir mal bei der Wache. Da steht Stopp, Kontrolle. Also richtig, das ist natürlich auch, ich komme bis 91, ne? Da steht schon ewig leer hier die Bude. Da ist noch ein Fahnenmast. Das ist natürlich so jetzt von dem Zustand her richtig klasse. Also das gefällt mir sehr, sehr gut hier. Dann haben wir hier ja eben das ehemalige Wachgebäude. Ist aber auch alles sehr zerstört hier. Mal eben gucken, was wir hier noch machen können. Ich meine, dass hier bestimmte Bereiche auch vermietet sind. Stand auf jeden Fall lange Zeit auch zum Verkauf, hat immer wieder auch verschiedene Besitzer gehabt hier das Ding. Ja. Hier kommt der typische Geruch raus, den man so kennt aus diesen alten Gebäuden. Interessant. Ja, mal schauen, ob wir hier einmal so drüber hergehen können, ohne dass wir hier gleich von irgendjemandem verjagt werden. Ich sehe, da hinten steht ein Auto, aber vielleicht ist das auch gar nicht angemeldet. Ja, ich nehme euch gleich wieder mit, wenn ich mich hier so ein bisschen orientiert habe, würde ich so sagen. Hier ist die Gebäude Nummer 3. Ist das schön, Luftalarm, Sirene haben wir dort. Das sieht richtig klasse aus hier. Auch dieses Gebäude sieht einfach spannend aus. So, hier ist so ein Hundetrainingsplatz. Mal eben gucken, ob da... Ach, ich glaube, der ist noch aktiv. Ich schaue da mal eben gleich nach. So, hier haben wir schon mal ein richtig geiles Schild. Abschmieren, Ölwechsel von Kraftfahrzeugen verboten. Schöne Geschichte in Holländisch, Französisch und Deutsch draufgeschrieben. AC Korbach e.V. Ja, ich denke, was da vorne wird von den Hundefreunden hier entsprechend vielleicht so ein kleines Vereinsheim auch sein oder was. Gucken wir doch mal ganz kurz bei diesem Gebäude, was hier auf uns wartet. Mal einen Blick reinwerfen können. Oh ja, da seht ihr auch schon den Verfall, wie wir den schon ganz häufig in solchen Gebäuden gesehen haben. Da tropft es außer Decke, da wächst überall Moos und so weiter. Na, ich mache jetzt keine Anstalten, hier irgendwie in ein Gebäude reinzugelangen. Das müssen wir auch nicht. Es steht offensichtlich mal irgendwo eine Tür offen, da kann man da vielleicht mal reingehen. Naja gut, da hinten sind irgendwie auch Kfz abgestellt. Ich gehe mal eben weiter da in die Richtung und nehme euch dann gleich wieder dazu. So, das war jetzt auch das letzte Gebäude auf dieser Reihe.
Das heißt, wir kommen hier in so einen Abstellbereich, so einen technischen Bereich rein. Da gehen wir jetzt gar nicht weiter, weil ich das jetzt so schon sehe, dass wir da nichts haben, was irgendwie von Belang ist. Da hinten sehe ich wohl noch eine Abschmierrampe, aber das können wir uns sonst hier klemmen. Ich will hier auch, wie gesagt, nicht noch irgendwie jemanden alarmieren, dass ich hier gleich noch irgendwie, keine Ahnung, ne, einen Platzverweis oder sowas bekomme. Das ist hier alles so ein bisschen, man weiß es nicht genau. Ne? Das ist so ein schöner Status, den man hierfür nennen kann. So ein bisschen weiß ich nicht genau, weiß man nicht genau. Ja, wir gehen dann hier mal gucken. Hier ist so ein Gebäude in der Mitte. Mal schauen, wie das Schild hier aussieht. Ja, in diesem Verwitterungszustand haben wir das. Gehen wir hier nochmal eben weiter. Die Lampe ist natürlich auch klasse hier, die Laterne. Richtig schöner Zeitzeuge auch. Ja, also das ist eine relativ kleine Kaserne. Ich hatte mich auch gefragt bei dem, was ich da vorhin gesagt hatte, dass Teile des Stabes hier untergebracht waren. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Teile untergebracht waren. Ich meine, das ist ja, ob so ein Stab jetzt so riesig ist, dass man den auch wieder aufteilen muss oder ob das taktisch gesehen so eine Aufteilung bedarf, da bin ich halt auch überfragt. Das sind dann wieder so Dinge, da können sich dann irgendwelche Gelehrten mit auseinandersetzen. Ja, hier ist halt dieses Gebäude, vielleicht auch irgendwie Unterkunftsgebäude dabei, wobei die jetzt alle nicht unbedingt den Eindruck machten, dass man hier auch wirklich jetzt großartig drin nächtigen konnte. Hier ist eine Beschäftigungsgesellschaft drin oder war da vielleicht auch drin. Wahrscheinlich war die da drin. Das sieht mir nicht so aus, als wenn hier noch irgendwie jemand tätig wäre. So sieht das hier aus. Das sind die Eindrücke. Dexter, komm hier hin. Ja, hier vorne, das ist offensichtlich, das ist das Heizkraftwerk. Das gucken wir uns jetzt auch nicht weiter an. Da steht eine 1 dran. Und hier sind überall diese Schilder, wo wahrscheinlich überall mal drin stand, dass man hier keine Ölwechsel und so weiter machen sollte. Nehme ich jetzt einfach mal an, dass das so ist. So, mal ganz kurz hier um die Ecke gucken. Und dann sind wir ja auch schon gleich wieder hier vom Gelände eigentlich runter. Ja, hier lagern so ein paar Sachen, ein paar Lampen und so was. Ja, halt irgend so ein Schutthaufen. So, Dexter, komm hier hin. Komm hier, wir hauen hier ab. So. Ja, das war hier reiner Zufall. Ich habe zwar wohl gewusst, dass die hier ist, diese Kaserne, aber mir war jetzt in keinster Weise bewusst, dass man hier jetzt so, sage ich mal, Zugang hat, dass man da drauf kann. Hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Von daher habe ich mich da einfach nicht weiter drauf vorbereitet. Ja, machen wir auf jeden Fall dann noch so ein paar Einblendungen, wo wir hier alle sind, wie die Gebäude dann von oben aussahen. Das hier ist Gebäude 1a. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so eine Art Speisesaal oder sowas war. Ich kann einmal ganz kurz, ja, wir können einmal reingucken. Einmal können wir da reingucken. Oh nee, das war kein Speisesaal. Das, guck mal hier, wie geil. Das war mal ein Kino. Oder überhaupt eine Bühne, ne? Richtig klasse. Auch die Decke ist klasse. Da sind noch die originalen Hinweisschilder, dass man hier nicht rauchen darf drin. Die gesamte Bestuhlung. Ja. Schön verfallen. Aber schöner Eindruck. Coole Sache. So. Das war wahrscheinlich hier auch von dem Gelände der interessanteste Eindruck. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Schild sieht auch toll aus. Ich hatte da gerade noch was gelesen. Wir gehen jetzt hier nicht weiter nach rechts rum. Ich mache das einfach nicht. Das ist mir hier zu ungenau. Da, glaube ich, ist ein Speisesaal. Das wird eine Kantine gewesen sein. Ein Speisesaal, ja. Und komm mal hier hin. Extra, komm hier. Dann gehen wir hier nochmal wieder raus vom Gelände runter.
Da habe ich hier vorne nämlich noch so ein Schild. Da werde ich dann auch gleich das Video beenden. Das nur noch mal einmal ganz kurz einblenden, wie das da aussieht, was da drauf steht. Ja, schöne Sache. Also, wenn man dann so ein Gelände vor sich sieht, ist das doch immer einfach auch eine spannende Geschichte, ne? Finde ich immer klasse. Würde natürlich auch noch ganz gerne mal so ein bisschen überall in den Gebäuden rumgucken, aber wie gesagt, ich will das hier auch nicht übertreiben, hier die ganze Geschichte. Das muss nicht sein. Hier haben wir mal den Zugang gehabt zu dem sogenannten Restaurant Isabelle. Das gehe ich jetzt voll aus, dass das zu der Nutzung noch nicht so hieß. Wobei ich das natürlich nicht genau sagen kann. Allerdings führt das hier, ja, es ist verschlossen. Man müsste jetzt hier lang gehen. Da vorne wäre dann vielleicht der Eingang irgendwie zu der Geschichte. Das ist hier auch die Hausnummer 23, steht da dran. Ja, das war vielleicht dieses Restaurant Isabelle. Vielleicht hat da wirklich jemand auch mal in Nachnutzung so ein Restaurant reingemacht, da vorne in den hinteren Bereich. Vielleicht war dann nämlich so eine Art OHG zum Beispiel, wie man das so von den deutschen Kasernen kennt, dass die dann mal privat zeitlang übernommen wurde. Ja, ansonsten ziemlich fieser Vorplatz hier. Liegen noch alle möglichen Sachen herum. Ein kurzer Schwenk noch eben in den Einfahrtsbereich. So, Dexter, du bleibst hier, ne? Komm mal hier hin. Ja, und damit beende ich auch wieder dieses Video hier von der Captain Klaas Kaserne in Korbach.